Sie, liebe CDU, Sie sind der Trabi und Sie, liebe SPD, Sie sind die Darmstrumpfhose und dieses Ding nennen Sie Koalition und der Fahrer ist Dr. Haseloff und ist damit der Meinung, dass er bis ans Ende der Welt kommt. Das Ding fliegt Ihnen auseinander, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das liegt einfach daran. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video wird's richtig spannend. Ulrich Siegmund deckt auf, wie die CDU mit sich selbst spielt und gegen ihre eigenen Prinzipien stimmt. Ein echter Skandal, der den Saal zum Kochen bringt. Wollt ihr wissen, warum hier im Landtag alles aus den Fugen gerät und was wirklich hinter den Kulissen abgeht? Dann schaut unbedingt rein. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und teilt eure Meinung in den Kommentaren. Eure Stimme zählt. Auf geht's. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Menschen in Deutschland halten es nicht mehr aus. Sie halten die täglichen Meldungen von Messerdelikten, von Terroranschlägen, von Vergewaltigungen, von all dem, was wir in diesem Land vor 2015 in dieser Größenordnung nicht kannten, einfach nicht mehr aus. Sie möchten eine Kehrtwende in der Migrationspolitik. Sie möchten Lösungen für dieses Land. Und vor wenigen Wochen war es soweit. Die CDU, sie kündigte auf Bundesebene ein sogenanntes Zustrombegrenzungsgesetz an. Die vermeintliche Lösung war da. Aber was steckt dahinter? Der Brandstifter hat mal wieder Feuerwehr gespielt. Derjenige, der 2014-15 die Grenzen geöffnet hat, bis heute an dieser Politik festhält, hat mal wieder Feuerwehr gespielt. Und dann kam der Showdown im Deutschen Bundestag. Wird die CDU, das war die Frage, mit den Stimmen der AfD erstmalig seit vielen, vielen Jahren wieder ein Gesetz durchbringen, was gut ist für Deutschland? Das war die Frage. Und ich denke mal, jeder in diesem Raum wird sich an die Sitzung im Deutschen Bundestag vor wenigen Wochen erinnern. Und am Freitag, den 31. Januar, war es soweit. Der Tag war gekommen. Ganz Deutschland blickte nach Berlin. Die Menschen erwarteten eine breite Zustimmung zum Gesetz. Die Menschen erwarteten Lösungen für Deutschland. Die Menschen erwarteten ein Ende der kindischen Brandmauer. Und was ist passiert? 338 Ja-Stimmen, 349 Nein-Stimmen. Es haben 12 Stimmen zur Zustimmung dieses Gesetzes gefehlt. Und welch ein Wunder, 12 Abgeordnete der CDU haben ihre Stimme nicht abgegeben. 12 Abgeordnete der CDU haben einen eigenen Gesetzesentwurf, der gut gewesen wäre für dieses Land, wegen dieser lächerlichen Brandmauer torpediert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So ein Zustand, lächerlich, liebe CDU. Und dann haben wir aber noch die FDP, die ja auch im Wahlkampf, wir haben Bundestagswahlen, natürlich war auch deswegen dieser Gesetzesentwurf überhaupt eingereicht worden, der sich ja auch gerne mal ein konservatives Mäntelchen im Wahlkampf umlegt. Da haben sogar 16 Abgeordnete gekniffen, 16 Abgeordnete haben nicht bei dieser Abstimmung mitgemacht. Und mit diesen Informationen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist heute die zentrale Botschaft unserer aktuellen Debatte, mit dieser Information lassen Sie sich jetzt das auf der Zunge zergehen, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Freitag war die Abstimmung. Am Donnerstagabend gab es ein Geheimtreffen. Es gab ein Geheimtreffen in Berlin. Es gab einen vermeintlichen Geheimplan gegen Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zwar in der Wohnung von Armin Laschet. In der Wohnung von Armin Laschet wurde eingeladen zum, ich zitiere, auf ein Glas mit Armin Laschet. Sie kennen ihn, CDU-Bundestagsabgeordneter aus NRW. Und wen hat er zu sich nach Hause eingeladen? Hochkarätige Abgeordnete von den Grünen, Annalena Baerbock, Cem Özdemir, Katrin Göring-Eckardt, es waren da FDP-Politiker, es war da Jens Spahn von der CDU und es war da Friedrich Merz von der CDU am Tag vor dieser Abstimmung an einem Tisch. Herr Striegel ist offenbar pikiert, dass er nicht eingeladen wurde. Vielleicht sind Sie nicht wichtig genug, Herr Striegel. Aber das ist doch eine ganz klare Botschaft. Weil wer jetzt mal eins und eins zusammenzählt, meine sehr geehrten Damen und Herren, der erkennt, was das für eine Show war. Da wird sich die CDU gedacht haben, in einem Monat ist Bundestagswahl, die Menschen laufen in Strömen zur AfD, wir müssen irgendwas machen, wie immer, den Menschen wieder Sand in die Augen werfen. Also haben wir, mache ich gerne heuer, haben wir diesen Antrag eingebracht, um den Menschen wieder Sand in die Augen zu werfen und das in Absprache, Herr Heuer, mit den Grünen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so offensichtlich war das wie nie zuvor. Sie werfen den Menschen hier Sand in die Augen. Sie machen genau das Gegenteil politisch von dem, was sie den Menschen versprechen. Und das ist eine riesengroße Katastrophe für dieses Land. Und die Konsequenz ist was, Herr Heuer? Es gibt kein Zuströmungsbegrenzungsgesetz. Es ist nichts passiert. Es hat sich nichts geändert. Es geht genauso weiter. Es war eine abgekartete Nummer. Eine Hinterzimmerpolitik, es war ein Schmierentheater zwischen CDU und den Grünen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das haben Sie gemacht.
Warum? Weil Sie natürlich sich jetzt schon auf den Koalitionspartner nach der Bundestagswahl vorbereiten. Sie möchten wieder als CDU mit den Grünen koalieren. Und wir haben das hier bei uns im Land erlebt. Wir haben einen der größten Fans der Grünen hier im Landtag zu sitzen. Dr. Rainer, natürlich ist er wieder nicht da. Dr. Rainer Haseloff hat es 2016 gemacht. Er hat ohne Not, obwohl es eine konservative Mehrheit in diesem Land gegeben hätte, dieses Land, diese Politik und die CDU an die Grünen verraten. Er hat dieses Land 2016 an die Grünen verkauft und er würde es wieder machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das steht fest. Die Mehrheit in diesem Land möchte es nicht. Sie möchte einen Kurswechsel. Sie möchte eine konservative Politik und, meine sehr geehrten Damen und Herren von der CDU, Sie wissen es genau wie ich, diese konservative Politik hin zu einer Wende in der Migrationspolitik ist mathematisch mit Ihren linken und linksextremen Koalitionspartnern unmöglich. Das wissen Sie genau wie ich. Und gestern wurde gesagt, Herr Büttner hat gestern einen hervorragenden Antrag hier eingebracht, Sie als AfD sind nicht Regierung, ich habe es mir trotzdem angeguckt, Sie als AfD sind nicht regierungsfähig, weil wir keinen Koalitionsvertrag einhalten würden. Das haben, glaube ich, Sie gesagt, Herr Heuer. Und das muss ich ein für alle Mal klarstellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die AfD würde in einer Regierung immer treu zu einem Koalitionsvertrag stehen. Der Unterschied ist nur, ich weiß, das können Sie nicht ertragen, der Unterschied ist bei uns nur, dass wir niemals einen Koalitionsvertrag, so wie die CDU, eingehen würden, bei dem wir selbst unsere eigenen Werte für eine Machtoption verraten würden. Das machen Sie seit vielen, vielen Jahren. Es gibt Punkte, die sind für eine AfD, und das garantieren wir jedem Wähler, unverhandelbar. Das ist eine Kehrtwende bei der inneren Sicherheit, bei der Migrationspolitik. Das ist eine Rückabwicklung der fürchterlichen Energiepolitik. Das ist ein Rückfahren bei der desaströsen Außenpolitik, die uns einen Krieg steuert. Das ist eine Abkehr von dieser woken Gender-Politik. All das sind unverhandelbare Dinge. Und wer da mit uns übereinstimmt und dieses Land zum Besseren gestalten möchte, dem reichen wir gerne die Hand. Und da sind wir treu zu einem Vertrag und werden ihn niemals, so wie Sie, liebe CDU, aufgeben für die Macht, um an den Mandaten zu bleiben. Das ist CDU-Stil seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das wird es mit einer AfD nicht geben, und das ist der große Unterschied zwischen uns beiden. Das Problem ist nur, und das sieht man ja bei den aktuellen Umfragen, ich muss es ganz ehrlich so sagen, das Problem ist, dass leider viel zu viele Menschen auf ihre leeren Versprechungen reinfallen. Ich hatte bei mir zu Hause in Tangermünde wieder Ihren Flyer, ich habe dazu auch ein kleines Video gemacht, empfehle ich übrigens mal jedem, wo Sie was fordern wieder? Ganz groß, Nein zu Taurus. Die CDU hat auf Bundesebene einen eigenen Antrag eingebracht, Taurus zu liefern. Nein zur Migrationspolitik. Sie machen es weiter, haben Sie gestern gezeigt, Sie haben gegen Ihre eigenen Positionen abgestimmt. In Ihren Flyern, in Ihrer gesamten Botschaft steht genau das Gegenteil von dem, was Sie seit vielen Jahren politisch vertreten. Atomausstieg etc. All das gehört sich einfach nicht. Es schickt sich nicht. Sie lügen die Menschen an und das ist traurig. Viel zu viele fallen darauf rein und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir auch mit solchen Debatten den Menschen in diesem Land die Augen öffnen würden. Und dann gibt es aber noch mal einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Koalitionsvertrag, den Sie mitmachen, Herr Heuer, und zwischen einer devoten Haltung, wo Sie vor Ihrem linksextremen Koalitionspartner regelrecht niederknien. Und das hat gestern Herr Ruland bewiesen. Da sage ich an diesem Pult, dass Sie, liebe CDU, mit Millionen Euro Steuergeld linksextreme Vereine peppeln, die jetzt vor ihrer Landesparteizentrale stehen und dazu aufrufen, ihre Partei nicht zu wählen und auch die FDP nicht zu wählen. Sie finanzieren solche Strukturen mit und die dann auch noch, Herr Heuer, Ihr Gesetz im Deutschen Bundestag mit der Ermächtigung Adolf Hitlers zum Reichskanzler durch Paul von Hindenburg gleichsetzen. Solche Leute finanzieren Sie mit Steuergeld mit. Und wenn ich Sie dann darauf anspreche, dann sagt Ihr Kollege Ruland, das ist ein legitimer Kompromiss in einer Koalition. Es ist peinlich. Sie knien nieder vor Ihrem Koalitionspartner. Sie sind nicht mehr in der Lage, Ihre eigene Politik durchzusetzen. Sie knien nieder vor Leuten wie Sebastian Striegel. Und das ist einfach sehr, sehr traurig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine Koalition entgegen den eigenen Interessen mitzuspielen ist das eine, aber dann auch noch gegen die eigene Position zu stimmen ist das andere. Auch das haben Sie gestern bewiesen, Herr Heuer. Wir haben gestern CDU-Anträge hier eingebracht. Sie haben sich gegen Ihre eigenen Positionen gestellt, nur weil es von der AfD kommt. Es ist einfach nur ein peinlicher Kindergarten. Die Menschen haben dafür kein Verständnis mehr. Und ein bisschen, das muss ich jetzt mal humorvoll machen, ich bin ja ein humorvoller Typ, erinnert mich das, ja, ich weiß, das kennen Sie nicht, Humor ist nicht Ihr Stil, erinnert mich das an eine Geschichte, die hat mein Vater mir mal erzählt. Zu DDR-Zeiten war das wohl so, wenn man mit einem Trabi liegen blieb, weil der Keilriemen gerissen ist, dann hat man da kurz so eine Strumpfhose reingebaut, damit man noch irgendwie nach Hause kam. Und genau das erinnert mich an Sie. Sie, liebe CDU, Sie sind der Trabi und Sie, liebe SPD, Sie sind die Damenstrumpfhose und dieses Ding nennen Sie Koalition und der Fahrer ist Dr. Haseloff und ist damit der Meinung, dass er bis ans Ende der Welt kommt. Das Ding fliegt Ihnen auseinander, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das liegt einfach daran, dass Sie entgegen Ihrer Inhalte ein ideologisches Konstrukt zusammenschustern, um dieses Land irgendwie für Ihre Brandmauer
durch die Zeiten durchmanövrieren zu können. Und das ist ein Skandal, aber Sie werden es doch sehen, es geht nicht lange gut. Es ist nur traurig, dass der Einzige, der wirklich darunter leidet, die Menschen da draußen sind, dieses Land leidet, weil die Politik einfach von Ihnen eine Katastrophe ist. Im Prinzip gibt es ja 3 Wege noch. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch in Ihren Reihen, sehr geehrte Damen und Herren von der CDU, noch wenige verbliebene Demokraten. Das sieht man ja beispielsweise bei den Vizepräsidentenwahlen. Ich weiß nicht, wer es ist, aber es gibt sie offenbar noch. Und der erste Weg ist, dass sich die verbliebenen Demokraten in der CDU durchsetzen, dass die CDU wieder mit vernünftigen Mehrheiten eine gute Politik für Deutschland macht. Aktuell sieht es leider nicht so aus, auch hier in diesem Haus nicht. Der zweite Weg wäre, dass die Menschen endlich erkennen, wie sehr sie von einer CDU belogen werden und geschlossen AfD wählen, sodass wir alleine dieses Land regieren können. Das wäre natürlich der beste Weg für Deutschland. Oder der dritte Weg, Sie gehen mit Ihren linksextremen Koalitionspartner weiter den Weg in den politischen Untergang, fahren dieses Land weiter an die Wand. Die Realität sieht man draußen auf der Straße, Magdeburger Weihnachtsmarkt, Aschaffenburg, überall in Deutschland brennt es einfach nur noch dank dieser Politik. Aber das ist ein Weg, ehrlich gesagt, den möchte ich überhaupt nicht, weil den müssen die Menschen da draußen ausbaden. Und deswegen muss man sich einfach den Realitäten stellen. Es ist mathematische Gewissheit, ohne eine Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland, insbesondere in Ostdeutschland, wird es keine positive Veränderung, insbesondere in der Migrationspolitik geben. Es ist klar für alle in diesem Haus, das wissen Sie alle. Und Sie müssen sich einfach die Frage stellen, wie viele Brandmauertote es in diesem Land noch geben muss, bis Sie endlich eine politische Kehrtwende einlegen. Das ist die zentrale Frage. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Alternative für Deutschland gibt es keine Brandmauern, für uns gibt es keine Ideologie, für uns gibt es nur eine einzige Frage. Was ist das Richtige für Deutschland und was ist das Beste für die Menschen in Deutschland? Nach dieser einzigen Frage möchten wir einfach um die besten Lösungen ringen, und zwar mit allen Kräften in diesem Land, weil das sollte uns ein, dieses Land nach vorn zu bringen. Und deswegen beenden Sie bitte diesen kindischen Kurs, wie im Sandkasten mit irgendwelchen Brandmauern rumzuschmeißen. Und wer das auch so sieht, wer das auch möchte, wer endlich eine politische Kehrtwende in diesem Land möchte, insbesondere in der Sicherheitspolitik, der hat nur noch eine einzige Chance, nämlich mit einer starken Stimme am Sonntag für die Alternative für Deutschland. Dankeschön.